Herzlich willkommen, wir sind wieder in Kall bei Euskirchen und es ist schon wieder kalt, Robert. Heute gibt es endlich die Roomtour. Robert nimmt uns mit rein. Da ist gerade die Eröffnung im vollen Gange und du zeigst uns jetzt mal, welche Tools du dir ausgesucht hast, warum du sie dir ausgesucht hast und wie du dir deine Halle eingerichtet hast. Machen wir, komm mal mit. Ja, heute bleibt hier keine Kehle trocken, aber normalerweise ist hier auch ein Nassbereich. Richtig. Wir stehen jetzt quasi in deinem Waschplatz. Wie wäschst du hier? Ja, ich wasche auf der Waschmatte und das Wasser wird aufgesammelt mit einer Flachwasserpumpe. Danke an Paul für den Tipp mit dem Sieb darunter. Funktioniert super jetzt. Und ja, das ist der Vorteil, wir haben einen Ava-Hochdruckreiniger mit 20 Meter Stahlflexleitung. Das heißt, wir können dann auch gut draußen waschen und halt im Winter halt gemütlich auf der Waschmatte. Und ja, dann hat man seine Ruhe. Auch bei dem Wetter, wenn es auf einmal mal umschlägt und man nicht damit rechnet, dass auf einmal so ein Wetter kommt. Ne? Du pumpst das Wasser ab in IBC-Kanister, also einen großen 1000-Liter-Tank und dann lässt du es abholen. Und dann lässt du es abholen, genau, über den Tankwagen. Und da haben wir eine Firma. Ja. Und das mit der unteren Wasserbehörde auch geklärt und schriftlich die Genehmigung, wenn der Entsorgungsnachweis kommt, dass wir auch waschen dürfen. Ne? Perfekt. Gemütlich trifft es ganz gut. Hier ist es ja relativ warm, obwohl wir draußen minus 2 Grad haben. Wie wird die Halle geheizt? Ja, wir haben eine Bodenheizung hier und wir haben uns mit dem Vermieter über eine gewisse Temperatur geeinigt und dass alle wissen halt, worauf sie sich einlassen, auch über die Leute, die jetzt nachträglich in die Halle kommen. Hier kommt noch ein Raumtrenner hin. Ich filme es jetzt mal gerade, genau. In welcher Konstellation, und das wird wahrscheinlich ein Hochregal dahinter kommen von der anderen Firma, ob wir da verkleiden oder wie eine große Werbeplane wie bei dir in Berlin halt in Stahlseil aufhängen. Aber ja, das ist das kleinste Problem. Aber so ist die Halle eigentlich zu 99% jetzt in dem Bereich jetzt hier fertig. Lass uns doch mal nach hinten gehen, dann schauen wir uns mal deinen Polierplatz und da wird es dann spannend, die ganzen Tools an, die du jetzt schon hast. Und dann da wird es interessant, bleibt dran und komm mit. Das Herzstück der Aufbereitung, die Bühne ist auch endlich da. Robert, ja. Freust du dich? Ja, mega. Endlich mal rückenschonend arbeiten können. Wofür hast du dich hier entschieden? Wir haben uns für die 3,5 Tonnen Twinbush entschieden. Ganz einfach aus dem Grund. Wir wissen ja alle, dass die meisten Bühnen ja von Fernost kommen. Aber bei der Firma Twinbush hat man dann einfach einen Support. Ne? Also ich kenne einen aus dem Aufbau da, beziehungsweise einen Techniker da, den ich lange aus dem Motorsport kenne. Und jetzt auch beim Anklemmen der Stecker ein Anruf und zack, schick mir ein Foto, wieder alles geklärt. Und wir haben uns jetzt für die 3,5 Tonnen entschieden, ganz einfach aus dem Grund, weil die insgesamt im Aufbau halt 16 cm breiter ist. Und auch auf Empfehlung vieler andere Hersteller und von der Fahrzeugindustrie auch merkt man immer mehr, dass die Fahrzeuge halt sehr breite Anbockpunkte haben, Audi RS6 und solche Dinge. Und dann hat man wirklich kein Problem, weil man wirklich genug Platz noch hat, um anzubocken. Ne? Ja. Ja. Ich sag mal, in dem Preisbereich bei Herstellern anderer Bühnen hat man ja öfter mal so ein bisschen Probleme mit langer Lieferzeit und dass alles ein bisschen hakelig ist. Wie hat es dir gefallen bei Twinbush? Alles super, ja. Ich habe die selber wir haben 2 Ameisen gebraucht, um die runterzukriegen, weil die Palette ein bisschen beschädigt war. Ja. Aber sonst ein paar Stündchen und dann war die ready. Ne? Perfekt. Und jetzt endlich keine Rückenschmerzen mehr. Mega. Weiter geht's. Jetzt wird es hier wieder kalt in der Halle. Trockeneismaschinen gleich 2. Du hast ja schon ein bisschen mit Trockeneis gearbeitet. Wie gefällt es dir? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Arbeitshilfe ist. Besonders im Innenraum und nach dem Polieren. Ich brauche dir das ja nicht zu sagen, aber da draußen, also ich kann es euch sagen, das sind zwar Investitionen, die man tätigt, aber besonders wenn man alleine ist, bringt das einem wirklich einen großen Zeitvorteil. Ne? Ja, du hast natürlich eine große Variabilität mit 2 Maschinen. Beide absolut gute Maschinen. Ja. Und da hast du immer die Qual der Wahl, welche der beiden du nimmst, je nach Anforderungsbereich wahrscheinlich. Robert, ganz zufällig kann man die ja auch bei dir ausprobieren. Erzähl mal kurz was dazu. Genau, beide Maschinen können bei mir ausprobiert werden in Absprache. Und wenn ich dann schon mal was Eis über habe, kann derjenige dann mal an seinem Auto selber im Motorraum oder sonst Dinge im Innenraum mal ein bisschen probieren und unverbindlich sich dann die Maschinen angucken und dann bei den jeweiligen Herstellern mit Dryas Energy oder Iceblow halt dementsprechend sich ein Angebot einholen. Dann hat er schon mal wenigstens einen Eindruck, wie so eine Maschine funktioniert, hat beide da, wir haben beide da. Also wir sind nicht herstellergebunden. Ich denke, das auch nach außen dann ist alle objektiv und jeder kann sich sein eigenes Gerät aussuchen. Ne? Also wenn ihr Bock oder Interesse habt, so eine Maschine mal auszuprobieren, einmal um zu wissen, was können sie denn eigentlich, wie arbeitet man damit und lohnt sie für mich, einfach einen Termin bei Robert machen, vorbeischauen und die Maschinen testen. Robert, lass uns mal gleich hier weitergehen. Es ist ja eine schöne Konstruktion. Was hast du dir hier als Arbeitstisch gebaut? Ja, erstmal vielen Dank an meinen Kumpel Sepp, der hat sich da was einfallen lassen. Das sind 2 Kallax-Regale, die eigentlich senkrecht stehen. Haben wir unten noch Füße besorgt. Und hinten, vielleicht kannst du hinten mal filmen, hat einer meiner besten Kumpels eine geile Konstruktion gebaut mit Echtholzplatten und hat quasi dann eine Rückenwand gebaut, weil wir halt die Halter hier nicht an die Wand bohren können, weil das ja Sandwichplatten sind und man möchte die Halle nicht irgendwann mit Löchern und als Schweizer Käse verlassen. Ne?
Ja, hier stehen alle deine Polituren, deine doch große Wachssammlung, Coatings, also alles, was du so im Lack-Finish-Bereich brauchst. Quasi. Ja, wirklich eigentlich alles da. Auch Sachen halt auf Lager, ne? Immer Cutting-Polituren, immer Literdosen nochmal auf Lager, genug Poliermaschinen. 1, 2, 3, 4, 5 mittlerweile. Ist ja doch ganz schön beachtlich, gerade für den Start jetzt am Ende in der Vollzeit. Welche Maschinen hast du da, beziehungsweise warum hast du dich für die entschieden und welche fehlt dir vielleicht noch? Flex Rota, eine meiner ersten Maschinen, der Klassiker. Ich habe mit der Rota halt angefangen. Nutze ich, eigentlich habe ich bis vor 1,5 Jahren eigentlich am liebsten genutzt. Mittlerweile ja, sind wir relativ ähnlich, dass die Polituren sich verändert haben, dass man mit der Exzenter ein bisschen prozesssicherer ist. Dann die XFE, klar, Klassiker, 15 mm Hub. Zur Rupes, ja. Genau, das ist Geschmackssache. Ich habe es mir einfach leicht gemacht und habe die Flex gewählt, weil ich es halt kannte. PXE nutze ich fast am meisten, wirklich mittlerweile, seitdem der andere Stützteller da ist. Duetto war mir wichtig wegen dem Hub. Eine große Maschine mit 125er Teller für, ja, die halt nur einen 12er Hub hat. Ne? Ja. Besonders für weiche Lacke und für den One-Step eigentlich eine super Maschine. Ich mag sie gerne. Ja, und die halt die 75er Klassiker. Mag die sehr gerne vom Drehzahlband, aber ich denke, dass ich mir noch eine Flex 75er irgendwann besorgen werde. Zusätzlich zur PXE? Ja, zusätzlich zur PXE, genau. Aber die PXE, mittlerweile habe ich mich so an die gewöhnt. Mit dem großen Akku komme ich so gut damit klar, dass mir eigentlich die kabelgebundene mittlerweile immer wieder im Regal stehen bleibt. Jetzt weiß ich ja, wie ihr seid. Ihr wollt immer in Schubladen gucken, deswegen ja, zeig uns doch mal die Schubladen. Das sind meine Mikrofasertücher. Das sind jetzt noch 2 Ladungen in der Waschmaschine. Hier habe ich zum Beispiel nur Poliertücher, die werden regelmäßig ausgewechselt. 365er von Ray Company oder von The Collection. Dann hier Finish-Tücher, alles halt nur so Plüschfasern. 500 GSM, 350 GSM. Wirklich so für letzte Finish-Arbeiten. Dann für Wachse habe ich separate Tücher, nur um Versiegelung abzutragen, damit ich die auch separat waschen kann. Hier ist so ein bisschen Innenraumabteilung. Hier habe ich Glossboss-Pad, Scrub-Pad und so ein paar Baumwolltücher für Leder, Glastücher, so das Kram halt für. Ne? Ich nehme die Tücher halt immer nach Einsatzzweck. Ne? Hier tue ich immer für Coatings ein paar Sachen rein, immer frische Tücher, Applikatoren, Pinsel und sowas. Oder solche Dinger und was man halt braucht. Und der wird dann immer beigefüllt, damit dieser immer voll ist. Und jeder weiß, wenn er hier arbeiten kommt, wenn du mal kommst, kannst du dich direkt austoben. Aber jeder weiß ja, ich arbeite nicht, ich rede nur. Robert, wir haben hier noch ein kleines, schickes Plakat von deiner Vergangenheit. Erzähl doch mal noch mal ein bisschen dazu. Genau, das ist eigentlich so von meiner Anfangszeit, wo ich selber Rennen gefahren bin, bis hinterher hauptberuflich für Michael und Ralf Schumacher gearbeitet habe. Und das sind so ein paar Eindrücke, die wir doppelt deutscher Meister gewesen, da Europameisterschaft, Vize-Weltmeister mit Mick. Dann, was haben wir noch hier? Aus allen ist irgendwas geworden. Es ist noch einer, der fährt jetzt Formel 2, Lirim Zendeli. Hier haben wir noch David Schumacher. Hier hat Mick mich nochmal bei seinen höheren karätigen Formelserien bei der Formel 2 eingeladen. Und ja, so einige Fahrer. Hier noch einer Ferrari-Werksfahrer jetzt. Ne? Da oben einer Porsche-Werksfahrer jetzt. Also schon immer Benzin im Blut gehabt. Ja. Aber wir haben noch ein paar Schubladen, Robert. Ja. Mach mal deine Schubladen auf. Was haben wir hier noch? Applikatoren und Ersatzpads. So, und ein paar Applikatoren. Hier ein Sammelsurium an kleinen Pads, die man immer mehr braucht, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier Medium-Pads, die Klassiker, Sonax, Rupes, Safe Shield mittlerweile auch bei unserem Repertoire. Dann so, ja, so Ceiling-Pads oder so ganz Finish-Pads für Uni schwarz, würde ich sagen. Ne? Jetzt haben wir hier One-Step, da nutze ich immer gern die, ja, mittlerweile sowas wie Benzerna Rot oder Rupes Grau. Ne? So meine Favorites bei den One-Step-Geschichten. Ja, und dann halt Cut, ne? Einiges Mikrofaser, Albert Wool Pads und ganz harte Pads und wird immer weniger, aber Lammfell. Wir haben ja auch eine Twin Bush, aber das Teil habe ich so noch nicht gesehen. Das sieht ja ganz schön, sieht hochwertig aus, muss ich sagen. Ne? Ja, ne? Also, alles verschlossen. Meine, alles simpel, ne? Hoch, runter, braucht man nicht drüber reden. Ja, aber hier, die Abgasgeschwindigkeit habe ich mir extra in den Imbus reingesteckt, weil trotzdem, ob du einen Fünfer drauf hast oder jetzt einen Golf, das ist schon ein Unterschied. Und dann möchte ich nicht so 30 Jahre warten, bis das Auto unten ist. Das ist der Kompressor, ein Schraubenkompressor von Käser mit einem eingebauten Luftentfeuchter. Der sieht aus wie so ein, hört sich an wie ein Kühlschrank, ne? Und bläst dann hier unten immer die Luft
beziehungsweise die Feuchtigkeit raus, dass beim Trockeneisstrahlen der Tank halt nicht einfriert, weil die Luftmasse, die wir brauchen, ist ja beachtlich, ne? Die Menge an Luft. Ne? Massives Teil, ne? Ich glaube, der kann ein bisschen Luft. Ja. Aber gar nicht so laut, wie er aussieht. So, Robert, ich gucke jetzt mal so rum und gucke noch mal nach oben. Du hast ja hier auch dir eine kleine Konstruktion gebaut. Erzähl mir noch mal, was du dir dabei gedacht hast. Ja, genau, das war eigentlich die Idee meiner Kollegen. Ich wollte was Abgehangenes haben, aber einer meiner Kumpel hat dann die Idee gehabt, dass man die stärkeren Trageelemente von diesen Trockenbauwänden nimmt, und die haben wir dann zusammen gemacht und haben die ganze Konstruktion dann so gebaut, dass wir dann Lichtpanels haben, weil ich einfach Licht brauche, beziehungsweise einfach helles Licht mag. Ja, aber ich muss jetzt keinen Spot irgendwie haben, der mir dann nur einen Teilbereich der Haube halt anzeigt, sondern den Rest machen wir ja eh mit den Kontrolllampen. Deshalb war es mir jetzt erstmal fürs Erste wichtig, dass wir halt einfach ein gutes, breites Licht haben, was wir einzeln schalten können, besonders beim Beschichten die Röhren halt ausmachen können und dann besser die Highspots sehen. Und ja, erweitern kann man es immer noch. Die Idee war schon mal eine Scan-Grip oben, die man von unten im Handy, dass man die von oben noch mal ein paar hängt, aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Ja. Ansonsten top. Bedingungen, du hast 2 Tore, das heißt, du kannst die Plätze separat befahren, du musst nicht rangieren, musst hier drin nicht irgendwie rumeiern, sondern kannst halt einfach rein und raus, kannst ein Auto zur Auslieferung hinstellen, während du hier weiterarbeitest, ohne dass was im Weg steht. Finde ich wirklich top. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles gesehen. Ich würde vorschlagen, oder erstmal vielen Dank für die Einladung, Robert, und nochmal offiziell, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir haben jetzt hier noch ein paar Stunden Spaß, würde ich sagen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall fürs nächste Video dran, da wird Robert uns seine Top 3 Produkte aus verschiedenen Kategorien zeigen. Da seid ihr auch immer heiß drauf, was benutzen wir, warum benutzen wir es. Heute wirst du interviewt, weißt du noch nichts von, jetzt kannst du dich schon mal ein bisschen mental darauf vorbereiten. Für diesem Video geben wir euch noch mal ein paar Stimmungsbilder von der wirklich schönen Feier hier, von den Räumlichkeiten. Könnt ihr noch mal ein bisschen euch alles im Überblick angucken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke dir, Robert. Danke euch. Bis dahin, abonniert den Kanal, um kein Video zu verpassen. Drückt ihr am besten auch die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.